Hallo, ich bin Lina und heute heißt es Spy Mode On, denn wir schauen, was deine Konkurrenz so auf Social Media treibt. Denn Social Benchmarking ist nichts anderes als eine umfangreiche Konkurrenzanalyse in Sachen Social Media Performance. Und so einfach geht's. Sobald das Benchmarking-Feature für dich freigeschaltet wurde und du dich bei Social Insider eingeloggt hast, kannst du bis zu 20 Profile hinzufügen, die du im Blick behalten möchtest. Dabei stehen dir TikTok, LinkedIn-Unternehmensseiten, Instagram, Facebook, X und YouTube zur Verfügung. Du kannst die Accounts, die du beobachten möchtest, entweder per URL suchen oder über eine allgemeine Suche. Sobald die gewünschten Profile hinzugefügt wurden, kannst du sie zusätzlich als Brands gruppieren. Das hilft dir dabei, die Brands untereinander zu vergleichen und nicht nur die einzelnen Kanäle. Natürlich kannst du auch deine eigenen Social Media Accounts für den direkten Vergleich verknüpfen. Ist die Einrichtung einmal durch, geht es direkt zum Benchmarking. Unter Benchmarks findest du mehrere Dashboards, die von den einzelnen Plattformen zu den Brands bis zu einer allgemeinen Übersicht reichen. So findest du unter Cross-Plattform eine Übersicht aller deiner verknüpften Accounts. Du kannst schauen, welche von denen zum Beispiel am stärksten in Sachen Follower sind oder auch, welche das höchste Engagement haben. Über das Menü an der Seite kannst du die Ansicht auch noch weiter personalisieren. So kannst du bestimmte Profile, Plattformen oder auch Metriken ein- bzw. ausblenden. Unter Brands findest du dann den allgemeinen Brand-Vergleich. Auch hier wird mit einer allgemeinen Zusammenfassung mit den wichtigsten KPIs gestartet. Allerdings findest du hier auch noch viele weitere spannende Metriken. So kannst du zum Beispiel sehen, welche deiner Konkurrenten besonders viele Follower oder besonders hohes Engagement haben und wie sich dieses auch noch auf die einzelnen Plattformen aufteilt. Zudem kannst du auch noch die Top 3 Beiträge der Brands sehen, sowie die Kanäle, auf denen sie gepostet worden sind. Kleiner Tipp: Dieser Bereich dient als perfekte Inspirationsquelle für deine eigene Content-Strategie. Aber das Brand Dashboard bietet dir noch viel mehr. So kannst du zum Beispiel auch die durchschnittliche Anzahl an Posts pro Tag sehen, das durchschnittliche Engagement pro Post sowie vieles mehr. Ziel ist es, dir so viele Daten wie möglich an die Hand zu geben, um deine eigene Strategie messbar und vergleichbar zu machen. Möchtest du vor allem die Performance der Instagram-Kanäle deiner Konkurrenz analysieren, findest du alles, was du dafür brauchst, im Instagram-Dashboard. Ganz oben findest du wie immer die Zusammenfassung mit den wichtigsten KPIs, gefolgt von Metriken rund um Follower, Engagement, Top-Beiträge, Anzahl der Posts etc. Also alles, was du brauchst, um deine eigene Performance auswerten zu können und vielleicht deine Strategie entsprechend anzupassen. Da wir gerade von Strategie sprechen, schauen wir doch einfach mal in den Strategy-Bereich. Hier dreht sich alles um das Thema Kampagnen-Performance und welcher Content dort besonders gut funktioniert. Einerseits werden dir hier schon relevante Keywords und Hashtags vorgeschlagen. Du siehst die Anzahl der Posts, die darunter gelaufen sind, die Kanäle, auf denen sie gelaufen sind und kannst dir die Beiträge auch noch direkt ansehen. Wie du hier oben siehst, kannst du Kampagnen aber auch manuell anlegen. Hierfür gehst du einfach auf Manual und suchst nach einem Hashtag oder nach einem Keyword, das deiner Kampagne entspricht. Wie du siehst, tauchen hier jetzt ganz viele Beiträge auf, die zu dem von dir gesuchten Hashtag bzw. Keyword passen. Möchtest du jetzt bestimmte Beiträge zu einer Kampagne hinzufügen, gehst du einfach auf Tag Posts, wählst eine Kampagne aus oder erstellst einfach eine neue. Ist eine Kampagne einmal erstellt, kannst du auch mehrere Posts ganz einfach mit einem Klick hinzufügen. Und zwar geht das über das Auto-Tag-Feature. Mit dem Auto-Tag werden alle Posts, die dem gesuchten Hashtag oder Keyword entsprechen und von den von dir beobachteten Accounts gepostet werden, automatisch einer von dir ausgewählten Kampagne zugewiesen. Unter Campaign Benchmark geht es nun um die Performance der einzelnen Kampagnen. Wie auch in den anderen Dashboards fängt es hier mit einer allgemeinen Zusammenfassung an, in der die wichtigsten KPIs zusammengetragen werden. Das sind in diesem Fall die Anzahl der Posts, das Engagement und die Aufteilung auf die Kanäle. Zudem siehst du aber auch, wie die Beiträge zeitlich verteilt waren, sowie auch wie das Engagement zeitlich verteilt war. Wichtig: Bei diesem Dashboard handelt es sich um eine Übersicht aller Kampagnen. Möchtest du dir spezifische Kampagnen im Detail ansehen, gehst du in Campaign Details. Hier kannst du nun nach einer spezifischen Kampagne filtern und dir ihre Performance genauer ansehen. So siehst du zum Beispiel, auf welchen Profilen die Kampagne gelaufen ist, wann sie gelaufen ist und, besonders spannend, welche Hashtag genutzt wurden und wie diese Hashtags performt haben. Zuletzt schauen wir uns noch den Reporting-Bereich an, denn mit Social Insider kannst du dir automatisch Reports direkt in dein E-Mail-Postfach schicken lassen. Und so einfach kannst du es aufsetzen. Du gehst auf Schedule Auto Report, wählst die Art Report aus, die du gerne hättest. Du kannst halt zum Beispiel sagen, ich möchte die Brands vergleichen, ich möchte die Profile vergleichen oder spezifische Posts. Alternativ kannst du dir natürlich auch nur direkt Kampagnen ansehen, die besonders relevant für dich sind. Dann wählst du noch aus, wie oft dieser Report bei dir im Postfach landen soll
und ob dieser Report nur an dich gehen soll oder auch noch an andere Kollegen, für die das auch relevant ist. Dann drückst du nur noch auf Schedule und schon landet der Report zu der von dir angegebenen Zeit automatisch in deinem Postfach. Zusammengefasst kann man sagen, dass Social Benchmarking mit Social Insider dein Reporting auf ein neues Level hebt, deine Strategie messbar und vergleichbar macht und dir auch noch als Content-Inspiration dient. Wenn das spannend für dich klingt, melde dich gerne bei uns.